Are your senses sharp? There are 5, right? Feeling, seeing, smelling, tasting, hearing. But there is a 6th one, a premonition. The premonition to win. Der Sub 1000 ist aus der Zusammenarbeit von 2 grossen Abteilungen entstanden: Sportec Classic und Sportec Racing. Er ist somit das Konzentrat von der jahrzehntelangen Erfahrung auf der Rennstrecke, wie auch im Umbau und Restaurationsbereich von Porsche-Modellen. Er nimmt den Platz als aktuelle Speerspitze von unserem Modell ein. Die aktuelle Saison im Porsche Sportcup Swiss haben wir erfolgreich abgeschlossen. Alle unsere Fahrer haben sich von Rennen zu Rennen verbessert und ich konnte meinen 3. Platz wieder verteidigen. Jetzt sind wir noch mit den Abschlussarbeiten der laufenden Saison beschäftigt, reparieren Fahrzeuge, remontieren Motoren sowie Fahrwerk und planen bereits schon die Einsätze der Saison 2024. Beim letzten Rennen vom Porsche Sportcup Swiss in Misano haben noch weitere Abstimmungsfahrten vom Sub 1000 stattgefunden. Misano eignet sich gut, um weitere Setups am Fahrzeug zu testen. Natürlich ist das ein laufender Prozess und wir werden noch auf weitere Rennstrecken mit dem Sub gehen. Bei der Abstimmung vom Motor, Fahrwerk, der Lenkgeometrie und der Bremsen ist uns vor allem das Feedback wichtig. Damit ist gemeint, dass der Fahrer oder die Fahrerin jederzeit weiss, was der Sportwagen macht. Eigentlich identisch wie in einem Rennwagen. Einfach mit ein bisschen mehr Restkomfort, Stil und natürlich mit Strassenzulassung. Alle Komponenten sind für die Belastung der Rennstrecke abgestimmt und so gewählt, dass der Sub auch bei härtesten Fahrweisen genossen werden kann. Als Beispiel dient der Umbau der Gummilager. Wir haben alle Gummiverbindungen der neuen Lenker in der Härte angepasst. Weiter verzichten wir auf Drehstäbe an der Hinterachse und rüsten auf Federbeine sowie Sportstabis auf. Der Sub 1000 ist ehrlich und gibt dir zu spüren, wenn du einen Fehler gemacht hast. Aber er belohnt dich auch mit einer schnellen Kurve, wenn du den Bremspunkt richtig getroffen hast. Für ein nach Perfektion strebendes Fahrzeug wie der Sub 1000 ist es für unsere Ansprüche nötig, dass die finale Abstimmung von einem Profi mit unglaublicher Sensorik gemacht wird. Bei uns ist das der Marcel Fessler. Zu den grössten Erfolgen von Marcel gehören sicher die 3 Siege am legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans sowie der Weltmeistertitel an der Langstrecken-WM oder auch der Sieg am 24-Stunden-Rennen von Daytona. Seine Sinn und das Gespür für ein Auto auf der Rennstrecke sind auf einem ganz anderen Level. Das sind weit über 20 Jahre Erfahrung von einem absoluten Profisportler. Die Erfahrungen fließen jetzt in die Abstimmung vom Sub 1000. Hauptsächlich in die Abstimmung vom Fahrwerk. Das Dreiweg-Fahrwerk von unserem Partner MCS ist komplex und lädt eine Vielzahl von Einstellungen zu. Und für das ist der Marcel genau der Richtige. Der Grossteil des Wissens für den Bau von solchen einzigartigen Sportwagen kommt ganz klar aus dem Motorsport.
Offiziell sind wir seit über 13 Jahren aktiv im Motorsport unterwegs. Und das in unterschiedlichen Serien auf diversen Fahrzeugmarken. Zudem haben wir Mitarbeiter, die ihre Berufskarriere im Motorsport hatten und der auch immer treu geblieben sind. So können wir stolz auf 30 Jahre Racing-Erfahrung zurückgreifen. Der Sub 1000 bildet das Konzentrat von all diesen Erfahrungen und gilt als gemeinsames Projekt von unseren beiden Abteilungen Sportec Racing und Sportec Classic. Der Sub 1000 bedeutet vor allem eins: Action. Auf der Rennstrecke ist alles möglich, was auf der Straße nicht erlaubt ist. Wir reden von maximalen Geschwindigkeiten auf der Geraden, Bremspunkte am Limit, Kurven an den Scheitelpunkten, Gangwechsel am Ende im Drehzahlbereich. Der Sub 1000 sorgt dafür, dass ich wieder selber denken und arbeiten muss. Ich muss mir die schnellen Rundenzeiten mit Konzentration und Schweiß wahrhaftig verdienen. Aber wenn man es hat, ist das für mich als Enthusiast ein purer Genuss. Ich darf das auch als meinen eigenen Erfolg zählen, weil ich alles selber gemacht habe. Für mich ist wirklich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich habe das erst realisiert, wo ich den Sub das erste Mal so richtig bewegen durfte. Und das war auf einer Passstrasse. Der Moment, wo ich den Sub den Berg hochgejagt habe, ist mir plötzlich bewusst worden, hey, ich sitze in meinem Traum. Das sind kurze Emotionen mit mir durchgegangen, weil ich habe vor purer Freude und Faszination wie ein kleines Kind im Auto rumgeschrien. Und die Emotionen, die habe ich immer, wenn ich in den Sub sitze. Vielleicht schreie ich nicht mehr, aber die Glücksgefühle und die Dankbarkeit, die ich verspüre, sind bei jeder Fahrt dabei. Darum kann ich es nicht mehr erwarten, wieder in meinem Sub zu sitzen.